wieder komplett neu zusammengebaut. Auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Jetzt funktioniert er wieder. Herr Rakic, bitte, können Sie uns ein Interview? Gehen Sie weg da, gehen Sie weg, gehen Sie weg da, gehen Sie weg! Und Set? Und Set? Leute, wir sind in der letzten vollen Trainingswoche im ATT in Zagreb und in 10 Minuten geht das Sparring los und wir haben ein bisschen Verstärkung bekommen aus Wien. Dominik Schober ist hier und Henry Bannert und Henry wird dem Alex helfen als Southpaw Muay Thai Fighter im Sparring den Santos ein wenig zu imitieren. Und die zwei kennen sich natürlich schon, wir haben in Wien schon das Vergnügen gehabt, mit dem Henry zu arbeiten. Und das ist eine große Hilfe natürlich, ja, weil so viele gute Southpaw-Leute gibt es natürlich auch nicht. Den Mladen Kujuncic haben wir natürlich gehabt in der Vorbereitung hier. Der ist heute aber nicht dabei, der kommt aber Ende der Woche wieder. Und ansonsten, was gibt es zu sagen? Ich bin super happy. Alex ist in einer Wahnsinns-Shape, er spürt es auch selber, dass dieses Camp ihm richtig gut tut. Er kommt richtig gut voran, er ist von der Performance her richtig gut unterwegs. Wir haben noch einiges verändert im Bereich der Nahrungsergänzung und Ernährung. Und das spürt man jetzt extrem in den letzten 10 Tagen, dass er nochmal richtig anschiebt. Und deswegen bin ich heute wieder total gespannt auf das Sparring, weil das war letzte Woche schon richtig gut. Und ich bin jetzt gespannt, wie es ihm heute geht, jetzt in der zweiten Woche von diesem zweiten Camp-Block. Ja, nächste Woche geht es dann retour nach Wien, also in genau einer Woche. Das heißt, jetzt können wir hier nochmal gescheit Gas geben. Holloway. That was a Holloway light heavy. Crazy. We'll see. Thank you guys, thank you. Da, ja sam otprilike u MMA-u kakvih 15 godina, a prije toga sam trenirao karate, savate, boks, kickboxing. Znači od svoje 10. godine sam u borilačkom sportu, što bi rekli 30 godina će ove godine biti od kad sam u borilačkom sportu, tako da imam prilično iskustvo iza sebe. Da, imao sam borbu protiv Jeff Monsona, to je zapravo bila moja posljednja borba. To je bilo 2013. godine u Ženevi u Švicarskoj i u toj borbi sam nažalost ozlijedio koljeno i to je bila moja zadnja borba u karijeri. Bila mi velika čast dijeliti kave s takvom legendom, on je zbilja legenda i gledao sam ga kao klinac kad sam kretao u taj sport, sam ga gledao na raznim CD-ovima što su mogli nabaviti, tako da mi je to bila velika čast taj meč. Ja mislim da MMA u Europi čeka jako dobra budućnost. Mislim da ono što se desilo u Americi prije 10 godina, da tek sad to dolazi u Europu, da je nakon Poljske gdje je KSV napravio veliku stvar,
gdje je KSV, gdje je Oktagon u Češkoj i Slovačkoj napravio jako dobru stvar. Mislim da sad mi tu ovdje sa FNC i Armageddon turnirom radimo za ovu regiju i mislim da kompletna ta europska scena raste iz dana u dan. Gut. He was a little bit nervous, you know? Ich hab das schon hinter mir. Das ist Traum für hab das schon jede hinter Frau. Jede Frau. Ich hab das schon hinter mir. Du nimmst einfach Frau, kommst in dieses Geschäft und sie ist deine für ganze Leben. Das wird einfach der Beste. Thank you very much. Sir, are you sending me to Hollywood after this? Yes. I'm going to Hollywood, sir. Doing a tremendous job. Keep doing, cameraman. Don't be fake news. Don't be fake, cameraman. Just filming us all good. Sleepy Joe. Sleepy Joe, not gonna see this. You're in your bunker hiding. So good. It's a tremendous job. Great job you're doing with your camera. Mega Action at ATT. Gleich ein paar mehrere Kamerateams hier im Haus. Nicht nur unser eigenes, sondern auch von 24, einem der stärksten Nachrichtensender in Kroatien. Das ist natürlich eine super Ehre für uns. Weiteres Kamerateam von ATT selber für die Präsentation von Alex im neuen UFC 4 PlayStation-Spiel. Also ziemlich lässige Sache. Aber der Grund, warum wir überhaupt hier sind, ist Kraft- und Konditionstraining. Das folgt jetzt. Alex and I met I think 15, 16, 17 years ago. At that time he was a kid, a skinny kid with a promising future, and now these days I'm very glad and happy that he's in the position that he is now. I think I was the first European UFC fighter in UFC. There was a lot of others before me. Especially Krokop is from Europe, and he fought already before me. In the last 15 years, I see Alex progress. Not in the last 15 years. Each fight is a big progress for Alex. From each fight to another, he shows. Improved skills, improved conditioning. Even now for this fight, I saw that his conditioning is much better than the last time. Especially his legs look much leaner, and that he shows in his practice that he's more durable, more explosive, and in all aspects he's much better. To be the best in the world in MMA, you can't just choose. I will say there was two different branches
one branch is like sport disciplines. One is, of course, wrestling and jiu-jitsu and kickboxing, boxing. Those are like skills. But I think more important is strength conditioning, physically state of mind of the athlete, and nutrition and recovery. Wenn dem Juri die Übung gefällt, Diese Sachen, dann ist es gut. Das ist Juri. Diese Sachen ist das Beste für jeder Sportler. Weißt du wie gut? Only speed, only speed. Spritzig wie immer. Also Plyometrie, Sprünge, Sprünge, Sprünge. Wer meine Clips schaut, der weiß das. Die Leute glauben mir hier, die mich nicht kennen, dass ich früher Leichtathletiktrainer gewesen bin. Schau aus wie ein Leichtathletiktrainer oder was? Volta a cara que tá malhando, assim, tipo. Faz força, faz força. This is for you guys. You can roll. These two are like handicapped old people. They're rolling, the bike. The bike, now look at them. They're rolling, stretching. When they take you to the geriatric with the old people, we're gonna be like this together. I think my friend is finished. Wow, you've been here like 10 minutes now. The rest of the session is this. The rest of the session is rolling. Hey, you can see. At least this guy brings the mat, you know? You on the fucking grass. Look at him. See, because I'm tougher. Was machen wir? Zeit für ein bisschen Recovery. Wir fahren zum Physiotherapeuten, wir werden den Alex mal ein bisschen durchkneten lassen und so die kleinen Bewegungen des Camps sich anschauen lassen und vielleicht auch ein bisschen die Sonne genießen. Du hast nicht zugemacht richtig. Na, passt, Alter. Zu fest, ja. Das ist kein Toyota. Den kannst du nur kurz anlehnen. The 1 year went like crazy. Last year you were here like you. Here now. Dobro. Jesam, brate. Jes. Kakav si? Evo, brate. Vidiš, dobro. Top mašina. Dobro je, brate. Evo sad. Ajde, onda sam. Tu masters.
Razbio si me dobro. Aha, das wird auch. Nein, bitte nicht. Nicht bei mir. Nicht dieses Mal. Bitte schneiden. Ja, seine Kondition ist immer besser. Nach dem Turici gibt's dem diese blaue Flasche. Na, ohne Spaß, konditionell ist er schon besser geworden. Also da mache ich keine Sorgen. So ist gut, bin zufrieden auch, ja, mit diesem Punkt. Ja, das ist schon Entwicklung ist da. Er ist mehr schneller, also er spürt, wann kommt der Schlag. Er liest die Partner auch, so die Sparringspartner. So, das alles kommt dazu. Also ist gut, sehr gut. Bin zufrieden. Ja, heute war sehr guter Sparring, sehr guter Day. Also heute war ganz harter Tag, harter Sparring. Wir haben so 3 Runden, 5 Minuten gemacht und ja, war hart, war gut. Dann 2 Runden mit kleinen Gloves, also mit kleinen Handschuhen. Das war ziemlich guter Sparring und Alex hat sich also gut gefühlt und war perfekt. Mir hat es gefallen, die Coaches auch hat gefallen. So. Alex selber zufrieden, war sehr gut. Ja. Ovo je drugi puta da Aleksandar Rakić ima svoj pripremni kamp za UFC borbu u našoj dvorani, što je velika stvar za nas i velika stvar za naš tim i puno možemo naučiti svi zajedno iz tih njegovih priprema. Naši borci, pogotovo ovi mlađi, vide kako izgleda taj proces priprema na vrhunskoj razini i koliko zapravo treba jedan profesionalac koji se bori na najvišem nivou natjecanja, koliko treba uložiti napora i koliko se trenira da bi se moglo boriti na toj razini. O budućnosti Aleksandrovoj mislim da ga čeka svjetla budućnost, odnosno da će se vrlo uskoro boriti za titulu prvaka UFC-a i mislim da će i postati prvak jer ima sve potrebno za to. Iznimno je talentiran, vrijedan, naporno trenira, fokusiran je maksimalno, ima odličan tim iza sebe i mislim da mu je budućnost da bude prvak UFC-a u poluteškoj kategoriji. Ja, ich liebe nicht so prognosieren, was geht meine Jungs, ja. Mit jemand anderem ist kein Problem, aber was geht meine Jungs, ich will nicht so prognosieren, weil das ist Kampf. Aber ja, ich hoffe auf den spannenden Kampf und ich rechne mit ersten 2 Runden oder sogar erste Runde, ja. Wenn wir alles so nach dem Plan so laufen, dann ja, ist es eine gute Chance für uns. Ja. Mit kaltem Kopf natürlich, mit kaltem Kopf. Das ist, weil Gegner ist ganz erfahren, auch ganz gefährlich, ganz starke Gegner, viele gute Namen besiegt, viele
Also die meisten Knockout in der UFC hat nur er. Also das spricht von ihm natürlich. Aber wir schauen immer nach vorne, wir trainieren uns ganz hart, auch mit Kopf. Und ja, wir sehen unsere Chancen, ja, ganz gut natürlich. Ja. Many people like to do some sort of prediction on the fight. I'm a fighter. I know that being inside there, anything can happen. So, of course, you would like to see a knockout or a submission or whatever, you know, but it's a fight. So, let's hope he go inside there and he do his best performance. My prediction is what I always say, otherwise I won't be here. I don't want to be, how you can say it, I don't want to be biased. Let's just be honest. I mean, in my opinion, this guy, not only he has to win, I mean, of course he's fighting, you know, anything can happen. But in my opinion, not because I'm his coach, even if I was like a guy from outside, I would say I put my money on this guy. I think Santos had his chance to become champion. Now it's time for Alex to get it. So I think Santos doesn't have a chance this time, and Alex would get the win. So stark, so schnell, so explosiv, so gefährlich, so unberechenbar, so einfach alles. Alles. Auf geht's arbeiten, komm. Es ist wieder mal soweit. Maskenzeit oder Maskenball. Wir sind wieder bei Aviva Poliklinik für ein bisschen Medicals. Die UFC verlangt wie immer ihre medizinischen Attests und so weiter. Es ist Zeit für den Alex auf den Prüfstand zu kommen, auf den echten Psychotest. Steht an. Wenn ich normal bin. Nein, normal bin ich nicht, wenn ich diesen Sport betreibe. Ja, Psychotest ist auf jeden Fall, ist jedes Mal dann das ganze Bloodwork, Klassiker und Augencheck, natürlich ganz wichtig. Hoffentlich ist unser Augenarzt wieder da, der war lustig. Ja, der Wede. Schauen wir mal. Easy. Heute nicht gestorben. Easy. Wird eh alles passen, wie immer. Dobar dan, sjećam vas. Kako je, kod vas ima dosta posla? Ma ima. Korone, a? Pa znate kaj, mož od doktora. Treba se lupiti. 34,8. Ja, ich glaube, das ist bald einlieferungsbedürftig. Ja, jetzt ernst. Okay, das ist nicht so. Ja, ich komme mit am Kampf mit dir. Ich verstehe nicht, wo man nicht will, dass man da mitgeht. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich, ja? Soll nicht schwer heben, aber ich kann. Ist du dobro? Ja. Aber das Blut hat schon ein bisschen grün ausgeschaut, findest du nicht so halbmäßig? Also ich bin mir nicht sicher, ob da nicht irgendwas anderes in diesem Alexander Rakic schlummert, als wir glauben. Inače ste dobro se osjećate, sve je u redu, psihičkih tegoba nikakvih. Pa tu radim pripreme svoje za svoj sljedeći meč i bio sam prošle godine u augustu sam bio to i Im Fernsehen? Ja, also ich finde es klasse im Fernsehen zu sein, weil es ist einfach ein schöner Ort. Ups, sorry. Ich glaube, das müssen wir jetzt nochmal machen. Ich habe den besten Einstieg meines Lebens gehabt in einen Clip und dann läuft er da rein. Fuck. Ich hoffe. Das hoffe. Laufen? Wir laufen? Ja. Wir laufen. Ich bin Set. Ja, geil. Go. Ist nach Set eigentlich noch was oder ist es immer nur Set? Und dann Eigentlich kommt nur noch Action. Set Action. Und was kommt vor Set? Okay.
Okay. Okay. Machen wir jetzt das Ganze? Machen wir es ordentlich? Machen wir es wie die echten Kamerateams? Ja. Okay, also mal hier. Ja. Clap. Das ist Snickers-Werbung. Jetzt richte ich das Bild an und sage ich, okay, Set. Ja. Jetzt sagt der Regisseur und bitte. Also könnte der Regisseur auch Go sagen oder kann er nur bitte sagen? Ich meine, Kann er auch sagen, wie er möchte. Das ist eine internationale Produktion, oder? Ja. Oder Action. Action. Aber Action kann man auch sagen, wenn es jetzt keine Action gibt, also wenn man einfach nur redet zum Beispiel. Geht auch, ja. Okay. Ja, also dann von meiner Seite herzlich willkommen und wünsche euch alles Gute. Cut. Danke. Gut. Hammer. Im Kasten. Ja. War ein einfaches Spiel wieder mal, gell? Jetzt haben wir es mit mir, ich bin ein Profi. Weißt du, Voll Profi.